Hallo und herzlich willkommen auf unserem allerersten Video hier auf unserem Twins-Kanal. Ich bin Steffi und ich habe heute eine kleine Yoga-Einheit für euch. Und zwar haben wir uns etwas inspirieren lassen von den warmen Sommertagen, die wir gerade hier erleben. Und dafür gibt es jetzt also ein kleines Video für euch, für den Fall, ihr habt einen langen Tag am See hinter euch. Der Körper ist vielleicht etwas erschöpft und ihr habt viele Eindrücke gesammelt, vielleicht viele Menschen auch gesehen, auch das in dieser Zeit ja etwas ungewohnt ist. Und was ja auch im Sommer gerne mal schnell passiert, ist, dass wir anfangen, uns wieder zu vergleichen mehr. Wir sehen andere Körper, wir fangen vielleicht an, mit uns selbst nicht mehr ganz so sanft zu sein, unsere eigenen Körper vielleicht auch ein Stück weit zu verurteilen. Und deswegen gibt es jetzt diese ruhige Praxis, in der ihr wieder etwas mehr zu euch finden könnt, hoffentlich, und wir ein paar Dehnungen machen, die in der Yoga-Lehre als kühlend beschrieben werden. Das sind also ja eben Dehnungen, die ein bisschen mehr den Fokus auf euch selbst bringen. Dafür also kommt in einen angenehmen Sitz. Ihr könnt, wenn ihr mögt, euch auf eine Decke oder ein Handtuch setzen und das Becken ein bisschen höher haben. Das kann für die Knie entlastend sein. Und dann bringt eure Hände erst einmal entspannt auf eure Oberschenkel oder Knie und schließt für einen kurzen Moment die Augen. Versucht, euren Atem tief fließen zu lassen. Versucht, die Eindrücke des vergangenen Tages ein wenig von euch wegziehen zu lassen und bringt euren Fokus in diesem Moment auf euren Körper und wie ihr euch gerade fühlt. Bringt dann sanft eure Hände vors Herz und wenn es euch gelingt, versucht ein wenig Dankbarkeit in euch entstehen zu lassen. Dankbarkeit für euren Körper, der es euch erlaubt, überhaupt solche Tage zu erleben, in denen vielleicht auch viel passiert. Dankbarkeit dafür, dass euer Körper euch durch dieses Leben trägt. Und versucht, diese Überzeugung in euch entstehen zu lassen, dass dein Körper gut so ist, wie er ist. Bringt dann sanft eure Hände wieder zurück zu den Knien oder Oberschenkeln. Und wenn ihr mögt, gerne noch mit geschlossenen Augen. Lasst so kleine Halbkreise in eurem Kopf entstehen oder als würdet ihr einen kleinen Halbkreis mit eurer Nase so zeichnen, wie so ein Lächeln vielleicht. Macht das ganz sanft und entspannt. Ihr müsst jetzt hier keinem bestimmten Tempo folgen. Schaut, was sich gut anfühlt. Wenn ihr vielleicht einen Punkt merkt, in dem sich eine Dehnung gerade besonders gut anfühlt, dann haltet dort auch gerne für ein paar Atemzüge, bis die Muskeln nachlassen oder nachgeben. Und dann lasst die Bewegung langsam wieder ausklingen. Bringt euren Kopf zurück zur Mitte. Und dann treffen wir uns im Vierfüßler. Findet einen entspannten Weg dorthin. Im Vierfüßler oder im Yoga allgemein stapeln wir unsere Gelenke. Das bedeutet, eure Knie sind jetzt unter euren Hüftgelenken ausgerichtet, eure Handgelenke unter euren Schultergelenken. Und dann kommen wir einmal kurz in Katze-Kuh. Ich denke, das ist bekannt. Lasst dafür einatmen, eure Bauchmuskeln sanft Richtung Boden sinken. Euer Schlüsselbein zieht so leicht nach vorne. Für die Kuh, ihr atmet ein und ausatmend macht euren Rücken rund. Kinn zieht Richtung Brust. Nacken entspannt für die Katze. Einatmen Kuh.
und ausatmen, Katze. Ihr könnt das gerne für ein paar Atemzüge machen, ganz in eurem eigenen Atemtempo. Einfach nur eine kleine Mobilisierung hier für eure Wirbelsäule. Und dann lasst doch diese Bewegung langsam ausklingen. Wir treffen uns im neutralen Vierfüßler. Und von hier aus löst einmal eure rechte Hand vom Boden und ihr fädelt eure rechte Hand zwischen eurem linken Arm und eurem restlichen Körper so unten durch. Der Handrücken ist auf dem Boden und ihr schiebt den Arm so lange durch, bis ihr mit eurer Schläfe am Boden ankommt. Eure linke Hand könnt ihr hier aufgestellt lassen oder ihr streckt den linken Arm aus. Wenn ihr zu viel Druck hier im Nacken spürt, könnt ihr auch euer Gesäß Richtung Fersen sinken lassen und von hier aus diese leichte Schulterdehnung für euch erfahren. Probiert das aus, was für euch am besten funktioniert und für euch angenehm ist. Und dann schließt auch hier gerne wieder die Augen. Konzentriert euch auf euren Atem, auf die Dehnung und die Entspannung. Und dann lösen wir auch langsam wieder die Haltung. Wenn die euch gerade gut tut und ihr sie länger halten wollt, dann gerne drückt einfach Pause und steigt wieder ein. Für den Rest, wir wechseln jetzt die Seite. Wir bringen also jetzt unsere linke Hand zwischen rechtem Arm und restlichen Körper einmal durch. Wir fädeln hier so lang, ich drehe mich kurz weg von der Kamera. Und auch hier, bis eure linke Schläfe am Boden ankommt. Ihr könnt eure rechte Hand aufgestellt lassen oder lang nach vorne strecken. Und auch hier könnt ihr euer Gesäß Richtung Fersen sinken lassen, um den Druck aus dem Nacken herauszunehmen. Und dann bringt wieder Bewusstsein in euren Atem hinein. Tief in den Bauch ein und lang wieder aus. Dann lösen wir auch auf dieser Seite die Dehnung langsam wieder auf. Auch hier, wenn ihr noch ein bisschen länger halten wollt, bleibt gerne noch und pausiert das Video und steigt wieder ein, wenn ihr soweit seid. Für den Rest, wir kommen jetzt wieder in den Sitz. Und zwar bringen wir unsere Füße vor unseren Körper. Ich drehe mich einmal ins Profil. Und zwar stellt ihr eure Füße vor euch auf und euer Bauch und eure Oberschenkel kommen sich näher, in etwa in Berührung. Und ihr versucht, diesen Kontakt aufrechtzuerhalten zwischen Bauch und Oberschenkel und wandert mit den Füßen so weit nach vorne, wie ihr das angenehm halten könnt. In dem Moment, in dem ihr merkt, Bauch und Oberschenkel gehen auseinander, bleibt ihr hier. Ihr legt euren Oberkörper so über eure Oberschenkel rüber, in einer Variante der sitzenden Vorbeuge. Wenn ihr hier ganz große Schwierigkeiten habt, könnt ihr euch auch einen Bademantelgürtel nehmen oder auch einen normalen Gürtel oder vielleicht habt ihr auch ein Band, was auch immer ihr finden könnt. Auch ein Handtuch würde funktionieren. Und dann könnt ihr dieses Band, den Gürtel, was auch immer ihr zu Hause habt, an euren Fußbein legen. Hoch, euren Fußbein legen, so. Und hier halten. Somit euren unteren Rücken noch mal ein bisschen unterstützen, hier auch in der Länge zu bleiben. Da könnt ihr vielleicht auch, wenn ihr mögt, als Alternative eure Beine ausstrecken und hier in dieser Variante der sitzenden Vorbeuge sein. Findet ihr gerne die Variante, die für euch gut funktioniert. Empfehlen würde ich euch schon, hier mit den angewinkelten Beinen zu arbeiten, denn dann könnt ihr ganz entspannt euren Kopf zwischen euren Knien hier so sinken lassen. Hier tief atmen, euch in diese Dehnung
Wirklich hinein entspannen, euren Geist entspannen und euren Fokus komplett zu euch bringen. Die Außenwelt einmal ein wenig in den Hintergrund rücken lassen. Richtet euch dann sanft wieder auf. Wir kommen noch in eine kleine Abschlusshaltung. Das ist der sitzende Schmetterling. Bringt dafür eure Fußsohlen aneinander. Ich bleibe mal im Profil sitzen. Und ihr könnt eure Hände an eure Schienbeine bringen oder an eure Knöchel oder ihr verschränkt eure Hände ineinander und bastelt wie so ein kleines Nest für eure Füße. Da könnt ihr dann eure Füße hineinlegen, wenn das für euch angenehm ist. Eure Knie sinken sanft nach außen. Jetzt drehe ich mich vielleicht doch einmal zu euch. Und dann findet ihr hier die Haltung, die für euch angenehm ist. Ihr müsst eure Füße jetzt nicht unglaublich nah an eurem Becken haben. Ihr könnt auch großzügigen Abstand entstehen lassen. Und dann hier wieder einmal euer Kinn Richtung Brust sinken lassen. Noch eine kleine Extradehnung für den Nacken. Die Hüftdehnung übernimmt im Grunde genommen die Schwerkraft für uns. Und dann auch hier, ladet gern wieder euren Atem ein, tief zu fließen. Entspannt euer Gesicht. Und versucht euch hier wieder ganz diesen Moment hinzugeben, dem Gefühl in eurem Körper. Soweit seid, könnt ihr eure Hände an die Außenseite eurer Knie oder Oberschenkel bringen und eure Beine wieder zusammenführen. Und damit kommen wir auch schon zum Ende dieses ersten Yoga-Videos. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen Ruhe und Entspannung für euch mitnehmen, ein bisschen Dankbarkeit für euren eigenen Körper hier entwickeln. Und dann, wenn es euch gefallen hat, hinterlasst gerne einen Daumen hoch oder wir freuen uns auch über Kommentare unter dem Video und natürlich könnt ihr uns auch abonnieren, dann verpasst ihr auch keine weiteren Videos. Und dann hoffe ich, dass ihr ganz entspannt bleibt und wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin, macht's gut!